Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und der Erde erschaffen hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade und Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch und mit deinem Geiste. Ich begrüße Sie, liebe mitfeiernde Schwestern, Brüder und Kinder zu Hause, ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 5. Fastensonntag. Wir sind zusammengekommen, um vor Gott zu stehen, mit unseren Fragen nach dem Leben, nach dem Tod, nach unseren Verdiensten, nach unserer Schuld und nach Gott selber. An diesem Sonntag feiert die Deutsche Kirche den Miseriosonntag. Ein Sonntag, der den Armen und Unterdrückten gewidmet ist. Wir alle sind in Sorge, liebe Schwestern und Brüder, um unsere Lieben und um uns selbst. Denn so etwas hat niemand bisher erlebt. Ein Virus lähmt die Welt. Ein Virus bestimmt unser Leben und unser Verhalten zueinander. Wir wollen an unsere Mitmenschen denken, die auf der Schattenseite dieser Welt leben und von Krankheit und Tod betroffen sind. Unser Gebet für diese Menschen verbindet nicht nur die Wunden der Krankheit. Sie verbindet uns auch miteinander in der Nachfolge Jesu Christi. Wer Jesus in seinen Mitmenschen begegnet und ihnen hilft, praktiziert die Nächstenliebe im Alltag. Im heutigen Evangelium erweckt Jesus Lazarus vom Tod. Jesus verheißt und schenkt uns das ewige Leben, wenn wir an ihn glauben. So bitten wir Gott in dieser heiligen Messe um einen starken Glauben. Herr Jesus Christus, du kennst unseren kleinen Glauben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du schenkst uns das ewige Leben. Lass uns immer daran glauben. Herr,
erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wer aber von Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist, dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. So spricht der Herr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt
und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder in Jesus Christus. Im heutigen Evangelium haben wir die Geschichte von Lazarus gehört. Lazarus ist schon 4 Tage tot. Nach jüdischem Glauben kehrt die Seele des Verstorbenen am 3. Todestag nochmal zum Leib zurück, um sich mit ihm vielleicht noch einmal zu vereinen. Danach verlässt sie ihn endgültig. Dann kommt Jesus und macht das Unmögliche möglich. Seine Liebe zu den Menschen ist stärker als der Tod. Ja, sie bringt sogar Tote zum Leben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, ich möchte aus dem heutigen Evangelium 3 wichtige Gesichtspunkte aufzeigen. Erstens, Jesus zeigt Solidarität und Mitgefühl mit Maria und Martha und mit allen, die da sind. Jesus hat Freunde neben den Jüngern, die ihn auf seinen Wegen durch das Land begleiten und ihm folgen. Er, der auch ganz Mensch war, geht mit den Menschen. Er trauert und lässt die Trauernden nicht alleine. Er weint sogar am Grab seines Freundes Lazarus.
Seht, wie lieb er ihn hatte, sagen die Begleiter. Das Evangelium von diesem 5. Sonntag der Fastenzeit beschreibt einen Gottessohn, der mitgeht, der mitleiden kann, der weinen kann um den Verlust des Freundes. Wenn wir heute an Gott denken, zu ihm beten, auf ihn hoffen und mit all unseren Fragen kommen, so wird auch uns die Zusage gemacht. Gott steht uns zur Seite, auch und gerade in den dunklen Stunden unserer Trauer. Jesus ist bei den Trauernden, bei den Vätern und Müttern, den Brüdern und Schwestern, den Eheleuten und den Freunden. Er sagt in der Bergpredigt, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Doch der weinende Jesus hat eine weitere wichtige Botschaft an uns. Gott leidet daran, dass es in unserer Welt ungerecht zugeht, dass in den armen Ländern so viele krank sind, so viele an Hunger leiden und im Elend sterben. Der Ruf nach Solidarität ist sehr wichtig in der heutigen Situation. Das blanke Leben ist das Wertvollste, was wir haben auf dieser Erde. Es ist fast erstaunlich und beruhigend zugleich, dass sich weltweit mächtige Stimmen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dem unterordnen. Damit nicht tausende Menschen, die vielleicht zu Risikogruppen gehören, an Covid-19 sterben, wurden auch in Deutschland in den vergangenen Tagen weitreichende Entscheidungen gefällt. Seit dem letzten Weltkrieg war die Bewegungsfreiheit der Menschen in unserem Land nicht mehr so eingeschränkt. So der Ruf nach Solidarität ist laut und er ist rund um den Globus vernehmbar. Man kann festhalten, diese Krise betrifft ausnahmslos alle Menschen. Nun kommen wir zum zweiten Gesichtspunkt. Jesus ruft Lazarus zum Leben. Lazarus, komm heraus. Damit sind auch wir heute gemeint, auch und gerade, wenn wir mitten im Leben stehen. Er sagt jedem von uns, wach auf zum Leben. Steh auf aus dem eigenen Grab. Komm heraus aus dem Grab der Ängste, aus dem Grab der schlechten Gewohnheiten. Komm heraus aus aller Lieblosigkeit. Gott möchte uns Leben schenken. Er möchte Licht in unsere Dunkelheiten bringen. Jesus setzt an Lazarus ein Zeichen, damit wir in unserem Denken und Fühlen der Auferstehung Platz und Zeit einräumen. Unser Auferstehungsglaube soll sich festigen und wir sollen es neu lernen. Unsere Hoffnung auf Gott zu setzen und an die Auferstehung zu glauben. Die Auferstehung ist das Ziel unserer Lebenswege. Dritter Gesichtspunkt. Jesus weist auf die Auferstehung. Jesus weist auf die Auferstehung und auf das ewige Leben hin. Er ist selbst aus dem Weg nach Jerusalem zur eigenen Passion und zum Sterben am Kreuz. Dann kommt Martha Jesus entgegen und spricht in ihrer Trauer etwas aus, was viele glaubende Menschen bis heute so oder ähnlich sagen. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Martha sagt dann ihr Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes. Alles, um was du Gott bittest,
wird Gott dir geben. Jesus gibt ihr und auch uns einen Hinweis auf die eigene Auferstehung und auf die Macht und das Wirken Gottes. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Wir dürfen im Glauben auf Jesus blicken, seiner Vollmacht vertrauen. Dann werden auch wir mit ihm auferstehen. Mitten im Leben ist der Tod und mitten im Tod ist das Leben. Jesus selbst ist die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird ewig leben. Das ist die frohe Botschaft des heutigen Evangeliums. So, meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Kinder, möge unser Glaube und unsere Hoffnung uns, wie Martha, wirklich tragen, in guten und in bösen Tagen, in Freude und Leid, in Gesundheit und Krankheit, sowohl in unserem Reden als auch in unserem Handeln. Gott segne Sie alle. Amen. Gemeinsam sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung den Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen Fürbitten halten. Herr, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert wurden. Herr,
Steh uns bei mit deiner Magd und hilf uns, dass Verstand und Herz mit nicht voneinander trennen. Gott, unser Herr, wir bitten dich. Gib uns die Kraft und die Gnade, die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns in dieser Zeit begegnen, anzunehmen und zu überwinden. Hilf uns, die anderen zu verstehen, denn wir sind alle Kinder eines gemeinsamen Vaters im Himmel. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch ist wie wir, weinte er über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalt, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen, Ordensleute und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. His love
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, es gibt einige Verkündigungen. Am Palmsonntag um 10 Uhr werden die Palmzweige für die Kirchen des Seelsorgebereiches während der Live-Übertragung gesegnet. Die Palmzweige werden anschließend in die Pfarrkirchen gebracht, wo sie von ihnen abgeholt werden können. Wie Sie vielleicht wissen, normalerweise würde am heutigen Sonntag in den Messen in Deutschland die Kollekte für das Hilfswerk Miserior gehalten. Zugunsten der Entwicklungshilfeprojekte können Sie direkt spenden. Näheres finden Sie unter www.miserior.de. Vielen Dank. Falls Sie Hilfsstellungen beim Einkaufen, Versorgen Ihrer Tiere und anderen kleinen Tätigkeiten benötigen, helfen Lindlar Ihnen gerne. Unter der Telefonnummer 02266 440 7204 erreichen Sie Ihre Helfer und weitere Infos unter www.lindlarhilft.de. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexandra Grabasch für seine Technik und Hilfe, dieses Messe für uns alle zu ermöglichen. Ich danke auch Kantor Martin Ausam, Isabel Kauer und Stefan Weinand für die Bereitstellung der schönen Musikdateien. Schön, dass Sie mit mir zusammen diese Messe gefeiert und gebetet haben. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. So, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.